Heute möchte ich euch mal wieder ein paar Alternativsysteme zu den Spielen von Games Workshop vorstellen. Servus zusammen! Ich habe ja vor kurzem schon mal ein Video gemacht zu diversen Tabletop-Systemen, die mit den Spielen von Games Workshop vergleichbar sind und als Alternative gesehen werden können. Da war eine schöne Mischung dabei und hier möchte ich eben heute weitermachen. Das erste Spielsystem, das ich euch vorstellen möchte, ist Star Wars Legion. Wie der Name bereits vermuten lässt, ein Spielsystem im Star Wars-Universum. Dementsprechend habt ihr dort auch die Möglichkeit, Fraktionen wie Imperium, Republik, Rebellen zu spielen. Da gibt es mittlerweile eine sehr schöne Auswahl an verschiedenen Fraktionen. Natürlich nicht so eine große Auswahl, wie wir das zum Beispiel kennen von 40k, aber eben doch sehr viele Figuren, die mittlerweile und Einheiten, die verfügbar sind, sodass hier schon sehr viel an unterschiedlichen Armee-Zusammenstellungen möglich sind, um hier dann auch einiges an Abwechslung zu bekommen. Natürlich aufgrund des Hintergrunds ist es natürlich vielleicht ein bisschen komisch, wenn gewisse Fraktionen gegeneinander dann hier spielen können, die jetzt in der Zeitlinie jetzt vielleicht nicht aufeinander getroffen sind, aber für ein Tabletop-Spiel eigentlich doch in Ordnung, denn dort ist das Ganze ja nicht so wichtig. Wenn es natürlich jemanden stören sollte, hat man hier natürlich sehr große Einschränkungen mit dabei, wenn es um die Auswahl der möglichen Fraktionen geht, wenn man sich vielleicht nur auf einen gewissen Bereich fokussieren möchte. Generell ist es so, dass auch Star Wars Legion aufgebaut ist in verschiedenen Einheiten. Man hat eben Einheiten von mehreren 5 oder auch mehr Infanteriemodellen, dann Anführermodelle. Es gibt aber auch zum Beispiel Kavallerie, es gibt Bikes und ähnliche Sachen, auch Waffenplattformen oder auch Panzer. Also man hat hier schon auch eine unterschiedliche Truppenauswahl zur Verfügung, sodass sich das Ganze dann mit Games Workshop bzw. 40k als Beispiel durchaus auch vergleichen lässt und hat auch einen sehr großen Hintergrund natürlich, der das Ganze auch für jemanden interessant machen könnte. Vom Spielkonzept her finde ich Star Wars Legion sehr interessant, weil man hier eben auf der einen Seite abwechselnd aktiviert, sodass nicht eine Seite vollständig die Armee aktiviert und an der Reihe ist und dann erst die zweite Seite, sondern jeder aktiviert eine Einheit und dann ist die Gegenseite an der Reihe. Das bringt eine Reihe von Dynamik rein, die wir ja zum Beispiel auch schon bei Firefight von Mantic Games gesehen haben. Denn Firefight verwendet ja im Endeffekt das gleiche System in diese Richtung. Dazu kommt noch, dass man nur eine gewisse Anzahl von Einheiten zur Verfügung hat, die man quasi selbst aktivieren kann. Dafür gibt es eigene Einheitenmarker, die eben einerseits verwendet werden, um Einheiten zu aktivieren und anzuzeigen, dass Einheiten aktiviert sind, aber eben auch um zu bestimmen, welche Einheiten überhaupt aktiviert werden dürfen. Denn neben den fixen Einheiten, die bereits ihre Marker jede Runde bekommen, je nachdem wie man natürlich die Armee dann auch zusammengestellt hat, welche Möglichkeiten man hier dann hat, werden die restlichen Marker dann zur Seite gelegt, bilden einen Stapel bzw. einen Pool und man hat eben dann die Möglichkeit, entweder einer seiner Einheiten zu aktivieren, wenn man an der Reihe ist, wo man weiß, dass man diese aktivieren kann, oder man zieht eben blind einen Marker aus diesem Pool, muss dann eben eine Einheit aktivieren, die zu diesem Einheitentyp passt. Somit ist nicht immer ganz klar, welche Einheiten man in welcher Reihenfolge aktiviert im Verlauf, was das Spiel dann auch sehr abwechslungsreich machen kann, aber eben auch einen gewissen Zufallsfaktor mit reinbringt. Und auch im generellen Ablauf ist das Spiel etwas schneller, wenn man bereits in den Regeln sich ein bisschen eingearbeitet hat.
da manche Dinge eben etwas vereinfacht wurden oder einfacher sind, weil zum Beispiel bei der Bewegung wird vom Einheitenleader gemessen, also jede Einheit verfügt über ein eigenes Leader-Modell und von diesem aus wird gemessen, was dann eben zur Folge hat, wenn ich die Einheit aktiviere, um sie zum Beispiel zu bewegen, wird vom Einheitenleader aus gemessen, wie weit sich der Einheit bewegen kann. Der Einheitenleader wird bewegt und danach werden alle weiteren Modelle der Einheit in einem gewissen Maximalabstand zum Leader platziert und somit muss nicht jedes Modell einzeln gemessen werden, wie weit es sich bewegen kann. Um ins Spiel einzusteigen, hat man mehrere Möglichkeiten. Es gibt eigene Fraktionssets, die etwas teurer sind. Da kann man mit direkt einer Fraktion schon anfangen. Und es gibt auch Zwei-Spieler-Starter-Sets, die ein paar Einheiten pro Seite enthalten. Das können eben einmal Republik und eben Separatisten sein oder Galaktisches Imperium und Rebellen, die man in diesen Sets zusammen dann jeweils findet. Mit eben auch Würfeln dabei, weil das Spiel verwendet unter anderem auch eigens gestaltete Würfel, die man benötigt, um überhaupt Star Wars Legion spielen zu können. Einziger Nachteil vielleicht hier ist, bei den größeren Armeesets weiß ich es nicht, aber zum Beispiel bei den Zwei-Spieler-Starter-Sets ist nur so ein Regelbooklet dabei, zwar im A4-Format, einmal um reinzukommen ins System, aber die vollständigen Regeln findet man dann als PDF im Internet. Vorteil ist natürlich, es gibt kein Regelbuch, das man dann extra noch kaufen müsste für 30 oder für 50 Euro, sondern man kann sich das eben auch bereits im Vorfeld ansehen, die Regeln durchlesen, nur eben mit dem Regelbuch oder Regelheft aus den Starter-Sets hat man leider noch nicht die vollständigen Regeln. Das könnte natürlich den einen oder anderen auch ein bisschen stören, weil man eben kein gedrucktes Buch in dieser Form kaufen kann. Somit kommen wir zum zweiten Spielsystem für heute und zwar One-Page-Rules. Das wurde ja bereits mehrfach erwähnt, auch im letzten Video hat das jemand angegeben. Da ich mich damals aber eben auf Spiele konzentriert habe, die ich persönlich ja selbst auch habe und spiele oder gespielt habe, ist dort dieses Spielsystem nicht dabei gewesen. Daher heute, was ist One-Page-Rules, was bekommt ihr hier? Mal grundsätzlich gesagt ist das kein Spielsystem, sondern mehr ein Konzept. Ihr könnt euch für One-Page-Rules auch keine Figuren kaufen, wobei es gibt, glaube ich, mittlerweile eine Zusammenarbeit, wo es auch Figuren gibt, aber ansonsten ist das eben ein figurenagnostisches System. Hier ist das Konzept folgendermaßen, ihr könnt euch, und das ist zum Beispiel ein sehr großer Vorteil bei One-Page-Rules, die Regeln im Internet auf der Webseite dazu kostenlos herunterladen. Ich werde auch sämtliche Sachen, zum Beispiel die Star Wars Legion Regeln, sofern möglich, und auch die One-Page-Rules-Seite bzw. Regeln sind auch dann unten verlinkt, falls ihr euch das Ganze dann in weiterer Folge auch einmal ansehen wollt. Und eben bei One-Page-Rules, wie gesagt, sind die Regeln kostenlos im Internet verfügbar und wie der Name vermuten lässt, finden die Regeln auf nur einer einzigen Seite Platz, was natürlich nicht ganz richtig ist, sondern im Endeffekt, ihr habt ein kleines, kompaktes Regelsystem, das auch sehr viele Regelkonzepte, komplexe Regelkonzepte überhaupt nicht verwendet, das man von neueren Spielen ja teilweise auch kennt, beziehungsweise Regeln sehr stark auch herunterdampft, dafür aber sehr in sich geschlossen ist und leicht zu erlernen. Und das Ganze eben auf nur einer einzigen Seite, wo ihr die kompletten Basisregeln für das Spielsystem findet. Und dann kommen hier dann eben noch zusätzliche Regeln dazu für die verschiedenen Einheiten beziehungsweise auch für die verschiedenen Bereiche, die ihr spielen könnt. Denn One-Page Rules bietet einem die Möglichkeit,
sowohl im Science-Fiction-Bereich à la Warhammer 40k Alternative oder auch zum Beispiel Age of Sigmar, Warhammer Fantasy zu spielen. Da gibt es eben diverse Regelsysteme, auf die man sich hier stützen kann, was einem eben gefällt. Und da es keine Figuren speziell dafür gibt, beziehungsweise das System darauf aufgebaut ist, dass es eben figurenagnostisch ist, könnt ihr hier einfach, wenn ihr schon Age of Sigmar oder Warhammer 40k spielt, euch einfach mal das Regel-PDF runterladen und das jeweilige Setting, das euch interessiert, und könnt eigentlich mit nur wenigen Seiten an Regeln schon starten und mal dem Ganzen einen Testlauf geben, da ihr eben alles an Regeln bekommt und eure Warhammer-Figuren dafür verwenden könnt, was ja auch, wie gesagt, in der Grundbasis so gedacht war. Ich persönlich möchte mir das Spielsystem auch mal ansehen, im Generellen, aber eben auch die einzelnen Settings. Habe aber ein bisschen eben das Problem, dass ich aktuell niemanden habe in der Umgebung, der an One-Page-Rules interessiert wäre oder der es bereits spielt. Zumindest eben mit den Leuten, wo ich in letzter Zeit mehr Kontakt hatte. Daher ist das ein bisschen bei mir leider hängen geblieben und ich bin bisher nur dazu gekommen, ein bisschen selbst so ins Regelsystem reinzugucken. Bei unserem dritten Regelsystem für heute möchte ich mal bei Games Workshop bleiben und jetzt wieder die andere Richtung gehen und euch das Herr der Ringe Tabletop näher bringen, denn auch das ist eigentlich durchaus zu sehen als eine Alternative. Ihr habt auch hier eine dementsprechend starke Hintergrundwelt mit dem Herr der Ringe Universum, so wie wir das ja auch bei Star Wars Legion vorhin hatten. Also da ist sehr viel auch an narrativen Möglichkeiten mit dabei und ihr habt auch hier wieder verschiedene Armeen zur Verfügung, eine sehr große Auswahl an Armeen, die ihr spielen könnt. Und ich habe es hier mit dabei, weil ihr auch hier mehrere Heldenmodelle und Einheiten, die aus mehreren Modellen eben bestehen, spielen könnt, beziehungsweise generell spielt, auf die Standardspielgrößen, die es so gibt, und eben keine Einzelmodelle. Und dazu kommen dann eben auch noch Einheiten wie Kriegsmaschinen zum Teil oder auch Trolle und ähnliches, was man eben hier alles spielen kann. Es gibt Kavallerieeinheiten, also jeder, der die Filme kennt, kann sich darunter eigentlich, denke ich mir mal, gleich was vorstellen. Zum Regelsystem selbst ist es vielleicht so, dass der eine oder andere sagen könnte, das ist vielleicht ein bisschen ein altbackenes System, da ja doch ein Trend dazu herrscht, vieles mittlerweile zusammenzufassen, in den Grundregeln oder auch zu vereinfachen, auch wenn die Spielsysteme selbst hinten hinaus mit den Armee-Sonderregeln und Einheitenregeln dann vielleicht wieder komplexer werden. Aber so die Grundbasis ist sehr häufig mittlerweile so, dass man hier sehr einfach reinkommen kann in die Spiele. Und ich persönlich würde auch sagen, dass das durchaus auch bei Herr der Ringe gegeben ist. Es aber dann wieder ein paar Dinge gibt, die für mich persönlich interessant sind und das Spielesystem eben abheben. Andererseits aber auch das Ganze so ein bisschen altbacken auch wirken lassen. Denn wie gesagt, ihr habt auch hier einzelne Charaktermodelle und dann auch andere Modelle, Infanterieeinheiten, Kavallerieeinheiten, die zusammen Einheiten bilden, aber diese werden dann für sich selbst aktiviert und bewegt und eben nicht als ganze Einheiten, sodass im Regelfall jedes Modell theoretisch sich einzeln bewegen würde und auch auf ein eigenes einzelnes Ziel schießen würde, auch wenn es hier natürlich Möglichkeiten gibt, Würfe zusammenzufassen, wenn man zum Beispiel mit denselben Typ von Modellen auf dasselbe Ziel schießt zum Beispiel, oder wenn es nicht so tragisch ist, welches Modell in der Einheit des Gegners jetzt wirklich ausgeschaltet wird. Aber generell, wie gesagt, würde das alles einzeln Modell für Modell passieren. Was ich aber bei Herr der Ringe eben so interessant finde, sind ein paar Aspekte des Regelsystems, wie zum Beispiel, dass auch das Gelände eine wichtige Rolle spielt. Man muss
eben, wenn man irgendwo auf eine Wand, auf ein Gebäude hinaufklettern möchte, einen Test machen, ob einem das überhaupt gelingt. Da gibt es dann die Möglichkeit, dass man sich im Nachgang noch weiter bewegen kann nach dem Klettern, aber eben auch, dass man den Würfelwurf nicht schafft und eben runterfällt. Und da kann man sich durchaus auch verletzen. Und mit diesem Geländekonzept zusammen ist es dann zum Beispiel auch so, dass man eben nicht einfach an Einheiten vorbeischießen kann oder am Gelände, so wie das bei anderen Spielsystemen sehr häufig ist, wo man sagt, ja, man kann einfach schießen, aber durch das Gelände bist du halb verdeckt und deswegen treffe ich dich um eins schlechter, sondern man muss in einem solchen Fall, dass zwischen dem Modell, das schießt, und dem Modell, auf das geschossen wird, ein Hindernis ist, wie ein Modell oder auch ein Geländestück, ein Baum, dann muss hier nicht nur getroffen werden, sondern es muss dann auch weiter für jedes dieser Situationen geprüft werden, bleibt der Schuss, also der Pfeil zum Beispiel, am Geländestück hängen oder geht er dort vorbei in Richtung des Ziels und trifft dann doch das ursprüngliche Ziel. Und wenn ich dort natürlich 3 oder 4 Hindernisse hätte, dann müsste ich auch für alle einzeln einen Test ablegen. Und jedes Mal kann es mir eben passieren, dass der Pfeil dort hängen bleibt. Ich finde auch, dass das Spiel selbst auch etwas statischer ist, als man das von anderen Systemen her kennt, auch wenn vielleicht durch die Kavallerieeinheiten manche Armeen vielleicht etwas mobiler sind, aber alles in allem kann es dann doch passieren, dass Einheiten bzw. Armeen aufeinandertreffen und recht statisch stehen bleiben, weil es zum Teil doch recht schwierig ist, mit teilweise nur auf die 6 zu verwunden oder auf die 7. Da kann es dann schon mal vorkommen, dass Einheiten dann auch schon mal über mehrere Runden hinweg in den ein und selben Kampf verwickelt sind. Mit nur wenigen Verlusten auf beiden Seiten. Eine Sache, die hier natürlich aktuell sehr interessant ist, ihr habt jetzt eine neue 2-Spieler-Starterbox zur Verfügung, die im Dezember 2022 erschienen ist. Dort sind einiges an Figuren für 2 Fraktionen dabei, auch die Heldenmodelle sind komplett neue Modelle, also auch hier ist ein bisschen was Neues dazugekommen und bietet eigentlich einen sehr guten Start für 2 Spieler, um mal reinzuschnuppern, zu einem eigentlich sehr guten Gesamtpreis, auch mit Gelände dabei und einem vollwertigen Hardcover-Regelbuch, um an alle Regeln ranzukommen. Und dann benötigt man hier noch eines der beiden Armeebücher. Da gibt es eben ein Buch für die Hobbits, also für die Hobbit-Filme, und eines für die Herr der Ringe-Filme. Je nachdem, welche Fraktion man spielen möchte, welche Armee, muss man sich eben dann hier entscheiden. Dafür hat man eben in einem dieser Bücher sehr, sehr viel Auswahl, sowohl für die gute als auch die böse Seite. Nicht für jede Armee etwas Extriges, sondern man kauft sich einmal dieses Buch oder eben die beiden Bücher und hat damit alle Armeen, die man potenziell im Herr der Ringe Tabletop spielen kann. Ich werde euch hier jetzt noch das erste Video dazu verlinken, wo wir uns schon mal Alternativsysteme angesehen haben, und wir sehen uns dann beim nächsten Video oder vielleicht auch bei einem anderen Video, wo wir uns weitere Alternativsysteme ansehen werden, weil da kommt sicher noch das ein oder andere.